Hallo zusammen! April 2018 war der erste Jahrestag meines YouTube-Kanals. Ich sah ein, dass ich nicht besonders dafür machte, aber besser spät als gar nicht, oder? Ich hatte Absicht, beim Gelände von der University of South Florida St. Petersburg zu joinen. Der Campus ist wirklich schön und liegt tatsächlich an der Bucht. Es ist allerdings eine verregnete Woche gewesen. Ja, es kann manchmal auch in Florida schlechtes Wetter passieren. Egal. Einige Zuschauer haben mich darum gebeten, ein Q&A-Video über mich zu machen. Zur Feier des ersten Jahrestages vom Fahrschein nach Florida, hier sind 10 Dinge, die ihr nicht über mich wusstet. Nummer 1. Ich kann nicht mit beiden Beinen unter der Decke einschlafen. Beide Beine unter der Decke ist mir zu warm. Ich muss immer ein Bein aus der Decke herausstrecken. Nummer 2. Ich bin zwanghaft pünktlich. Ich kann mich auf jeden Fall mit der deutschen Redewendung 5 Minuten vor der Zeit ist die wahre Pünktlichkeit identifizieren. Wenn ich zum Flughafen fahren muss, komme ich mindestens 1,5 Stunden vor dem Einsteigen. Manchmal fahre ich meine älteste Tochter zur Schule. Wir fahren pünktlich um 6:40 Uhr ab. Wenn die Uhrzeiger auf 6:38 Uhr hindeutet und meine Tochter noch nicht bereit ist, kriege ich die Krise. Ich gehe nervös auf und ab im Flur und ich rassele meine Autoschlüssel. Nummer 3. Einer meiner Lieblingssnacks ist Salatcroutons. Ich könnte eine ganze Tüte davon essen und ich kriege Anschiss von meiner Frau, wenn sie mich dabei erwischt. Sie sagt, aufhören, was machst du denn da? Diese Tüte muss die ganze Woche reichen. Sie klingt genauso wie das. Also, ich wohne mit einem Crouton-Nazi. Nummer 4. Der Familienname meiner Frau ist zugleich der Name der Straße, in der ich als Kind wohnte. Als Kind wohnte ich in der Leidenstraße und ihr Familienname ist auch Leiden. Meine Frau und ich sind in ganz verschiedenen Städten aufgewachsen. Wir begegneten uns erst als Studenten an Virginia Tech. Während der Weihnachtsferien, als wir bei unseren respektiven Familien waren, schickte ich ihr eine Weihnachtskarte. Ihre Schwester holte die Post vom Briefkasten ab und sie sah die Anschrift. Sie sagte, Leiden Road, was ist das denn hier? Die ganze Familie sammelte sich um den Umschlag herum. Meine Frau sagte, oh, das ist von meinem neuen Freund. Und ihre Schwester sagte, es ist Schicksal. Schicksal oder Zufall, aber noch eine Kleinigkeit. Meine Frau und ich sind beide im November 1971 geboren. Unsere Geburtstage sind 23 Tage getrennt. Am Tag meiner Taufe wurde sie zur Welt gebracht. Schicksal oder Zufall? Weiß es nicht, aber im kommenden Juni werden wir seit 24 Jahren geheiratet worden sein. Und was habe ich doch für ein Glück. Nummer 5. In Highschool wurde ich in der 12. Klasse Umfrage spricht am wenigsten, sagt am meisten gewählt. Das beschreibt mich noch. Ich glaube fest, dass es nicht auf die Menge an Worten ankommt, sondern auf den Inhalt. Manche Leute leiden an Durchfall der Fresse, muss ich sagen. Nummer 6. Die andere Sprache, die ich kenne, ist Latein. Ich habe Latein in meiner Highschool gelernt und tatsächlich ist der Name meiner Highschool, meiner Alma Mater, Boys Latin. Diese Schule ist eine Art Privatschule für Jungen in Baltimore, wo ich aufwuchs. Man kann von dem Namen annehmen, dass Lateinunterricht da obligatorisch ist. Ich gebe offen zu, dass Deutsch meine größte Liebe ist, aber Latein war meine erste Liebe.
Ich habe schöne Erinnerungen an vielen Stunden in der Bibliothek mit meinen Klassenkameraden zu verbringen und unsere Latein-Hausaufgabe zu übersetzen. Ich hatte einen Ruf als fähigen Übersetzer. Ja, wenn Geld keine Rolle in meinem Leben spielen würde, würde ich auf jeden Fall Lateinlehrer in einem deutschen Gymnasium werden. Dann könnte ich meine zwei Lieben kombinieren, Deutsch und Latein. Nummer 7. Ich bin ein Linkshänder. Trotzdem bin ich ein wenig verwirrt, wenn ich Sport treibe. Als ich ein Junge war, trieb ich Baseball. Ich schlug linkshändig, aber ich warf rechtshändig. Beim Fußballspielen spielte ich sowohl linken Flügelspieler als auch rechten Flügelspieler. Beim Lacrosse-Spielen hielt ich meinen Lacrosse-Schläger linkshändig. Bowling rechtshändig. Tennis? Hier bin ich wirklich verwirrt. Ich schlage den Ball linkshändig auf, aber ich schlage rechtshändig zurück. Meine Frau ist eine Linkshänderin. Komisch, dass keiner von unseren 3 Kindern Linkshänder sind. Sie sind alle Rechtshänder. Nummer 8. Die blödste Tat, die ich jemals tat. Hier muss ich die englischen Untertitel abschalten. Ich will nicht, dass meine Kinder dies lesen. In meinem letzten Jahr an Virginia Tech machte ich eine Sauftour mit 2 Klassenkameraden. Wir waren nicht vollkommen betrunken, aber wir waren ohne Frage angesäuselt. Wir kamen auf die geniale Idee, abseilen zu gehen. Auf dem Virginia Tech Campus gibt es einen 12 Meter hohen Abseilturm. Wir schlichen also in der Mitte der Nacht zum Turm und seilten vielmals vom Turm ab. Wir waren kurz davor, Schluss zu machen, und einer meiner Kameraden sagte, ein letztes Mal, ich will Australian Style abseilen. Australian Style ist eine Art von Abseilen, wo man in einer stehenden Körperhaltung abseilt, während man zum Boden blickt. Mein Freund fädelte selbst den Seil durch seinen Abseilakte, das ist ein Sicherungsgerät. Als er die Turmwand hinunterlief, sagte ich mir, wow, er geht schnell. Und dann blickte ich hinunter und sah den Abseilakte auf dem Deck liegen. Mein Freund war nicht gesichert, er war doch im freien Fall. Irgendwie, wie durch ein Wunder, wurde er nicht umgebracht. Und er brach überhaupt keine Knochen. Seine Hände aber. In seiner Eile, ein letztes Mal abzuseilen, vergaß er, seine Handschuhe anzuziehen. Seine Hände wurden mit Seilbrand schwer verletzt. Das ganze Ereignis war unser Geheimnis und so hätten wir es behalten können. Wir hatten aber ein schlechtes Gewissen. Wir waren ROTC-Kadetten bei der Armee. Am nächsten Tag zeigten wir uns selbst vor unserem Hauptmann an. Er hörte unsere Erzählung ohne Miene zu. Endlich sagte er, na, ihr seid Blödmänner, aber ihr seid ehrliche Blödmänner. Immerhin habt ihr nur euch selbst gefährdet. Habt ihr was Wichtiges aus diesem Ereignis gezogen? Wir nickten uns alle den Kopf. Dann lächelte er langsam und sagte, abtreten. Und das war alles. Nummer 9. Ich bin ein Fan der Toten Hosen, was aber lustig ist, denn ich bin ein konservativer Button-Down-Kragen-Typ und ich habe keine Tätowierung. Ich habe die Band durch das Goethe-Institut entdeckt. Ich fing an, ihren Liedern zuzuhören, um mein Hörverstehen zu verbessern. Jetzt habe ich über 20 Toten Hosen Lieder auf meinen MP3-Player. Ich finde ihr aktuelles Album Laune der Natur sehr cool. Ich habe wichtige Lebensweisheit von ihnen gelernt. Anscheinend ist kein Alkohol auch keine Lösung. Nie im Leben sollte ich zum FC Bayern München gehen und steh auf, wenn du am Boden bist. Diese letzte Weisheit führt zu dem 10. Ding, das ihr nicht über mich wusstet.
Und Nummer 10. Ich bin farbenblind. Ich habe Schwierigkeiten mit Grün und Rot. Darüber kann ich euch eine Geschichte erzählen. Als ich in der Schule war, wollte ich unbedingt in die Marine eintreten. Das war mein einziges ganzes Ziel im Leben damals. Ich wollte mich bei der US Naval Academy einschreiben. Erst während der Untersuchung fand ich heraus, dass ich farbenblind bin. Bald daraufhin kriegte ich die Absage vom Verteidigungsamt. Man darf nicht bei der Marine sein, wenn man farbenblind ist. Dass ich enttäuscht war, ist eine Tiefstapelei. Aber wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Ich schrieb mich bei Virginia Tech ein und 3 Jahre später stellte mir ein Klassenkamerad meine zukünftige Frau vor. Ich habe vielmals darüber nachgedacht, dass ich meine Frau nie kennengelernt hätte, wenn ich es bekäme, so wie ich es wollte. Außerdem würden meine 3 Kinder heute nicht existieren. Dieses Ereignis hat mich tief geprägt. Wenn all deine Träume scheinen total schief gegangen zu sein, halt durch. Die Geschichte deines Lebens ist noch nicht zu Ende. So, das war jetzt 10 Dinge, die ihr noch nicht über mich wusstet. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Sonnige Grüße liebe Grüße aus Florida. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day.